Und hier verewigt uns Heike gerade mit einem Sticker auf der Rückseite von diesem Schild, auf dem schon sehr viele andere Sticker kleben. Tatsächlich nur eine Wiese. Gibt es da eine Anmeldung? Das ist schon irgendeine Anmeldung. Ich stelle mich mal einfach hin und gehst da. Ja. Ja, guten Morgen. Wir sind heute nochmal nach Röm an den Strand gefahren, um hier zu frühstücken bzw. den Tag zu verbringen. Und später geht es dann wieder zurück auf die Wiese beim Scarbeck Family Camping. Aber jetzt genießen wir erstmal den Tag. Und mit dieser Aussicht kann man wunderbar frühstücken. Ja, und ein paar Idioten gibt es überall. Ich würde mit meinem Auto ja nicht durchs Salzwasser fahren. Im Nachhinein betrachtet war das wohl ein Leasingfahrzeug kurz vor der Rückgabe. Several days later. Ja, guten Morgen vom Scarbeck Family Camping. Hier haben wir die Nächte und die regnerischen Tage verbracht. Donnerstag, Samstag waren wir schon am Strand in Röm. Und heute geht es jetzt einkaufen, heute früh. Da nehmen wir euch mal mit. Und dann geht es auch nochmal an den Strand, bevor wir dann heute Nachmittag weiter nach Ribe auf einen Stellplatz fahren, wo wir dann auch mal wieder ordentlich duschen können. Und ja, ich glaube, Waschmaschine hat es auch, muss ich mal nachschauen. Aber ansonsten ist es hier ein schöner Platz. Da kann man früh zum Strand fahren, nachmittags, abends wieder zurückkommen und hier einfach auf einer riesigen Wiese stehen. Ohne Stromanschluss, ohne alles. Das kostet 7 Euro pro Nacht. Aber das ist nett hier. Auf der anderen Seite von der Baumreihe ist auch nochmal eine Wiese. Und da rechts hinten geht es dann vor zum Campingplatz, den es hier natürlich auch noch gibt. Ja, aber für uns reicht ja die Wiese. Wir haben ja alles. Wasser ablassen kann man dann auch vorne. Achso, man muss sich hier auch nicht anmelden. Man stellt sich hier einfach hin. Und wenn man wieder wegfährt, fährt man halt vorne an der Rezeption vorbei, steigt da aus, zahlt die Übernachtungen, die man da war, sagt, wie viele Nächte man da war. Und jo, das war's schon. Also keine Anmeldung nötig, beziehungsweise beim ersten Mal im Jahr muss man wohl so einen Zettel ausfüllen. Das haben wir dann am Samstag, als wir das erste Mal ausgecheckt sind, auch gemacht. Guten Morgen, so. Nochmal guten Morgen, besser gesagt. Ja, jetzt nehmen wir euch mit in einen dänischen Supermarkt. Und da haben wir auch schon das erste Problem. Hier braucht man 10 Kronen oder 20 Kronen Stücke und wir haben halt noch kein dänisches Bargeld. Und wie es der Zufall will, als ich gerade zurückgegangen bin, um den Einkaufschip zu holen, habe ich hier auf gleich 10 Kronen, glaube ich, sind es, oder? Ja, 10 Kronen ein Stück gefunden. Das ist natürlich praktisch. Kleine Portion gefrorene Würstchen im Schlafrock oder eine Tüte Pizzaschnecken. Ja, das scheinen so Schwarzbrot oder ja, so, wie heißt die, Pumpernickel-Snacks oder keine Ahnung. So. Vielleicht getrocknet, muss man mal probieren. Probieren wir mal, genau. Und an diesem Regal merkt man, dass die Dänen ihre Hotdogs oder Würstchen etc. mögen. Ziemlich viel Auswahl an Senf, Soßen, Ketchup, Mayonnaise. Was sehr praktisch ist, hier gibt es Hülsenfrüchte in Tetrapacks statt in Dosen oder Gläsern. Nur Mais nicht. Mais gibt es in Dosen. Ja, und Bacon is a thing in Denmark, würde ich mal sagen.
Superbrooks hat auch Nanotape, das ich euch im Top Gadgets Video vorgestellt hatte. Das verlinke ich hier mal. Kostet allerdings 7 Meter für eine 3 Meter Rolle. Ja, und sie haben ja sogar die besten Nudeln von allen. Da werden wir gleich mal wieder ein bisschen einkaufen. Batman, Superman und Joker. Süßkram. Keine Ahnung, was für Süßkram, aber Süßkram. Ja, wenn man nicht weiß, was der Song bedeutet, dann nennt man seinen VW California Van halt so, ne? Ja, fertig mit Einkaufen. Alles haben wir nicht gekriegt. Komischerweise gibt es hier keine Haarmilch. Mal gucken, ob wir die später dann heute, wenn wir zum Platz fahren, bei einem Lidl oder so noch bekommen. Ja, und ungesalzene Nüsse scheinen die hier auch nicht zu kennen. Also ich hatte mir jetzt von einem Supermarkt eigentlich erwartet, dass der alles hat. Vor allem solche Basics wie Haarmilch und ungesalzene Nüsse. Aber schauen wir mal, ausgegeben haben wir jetzt 140 €. Ja, wir haben auch einiges, also das ist so vergleichbar mit dem letzten Einkauf in Deutschland, beim Lidl oder was, wo das war. Wir haben auch einiges an Süßkram und sowas gekauft. Ist ungefähr vergleichbar vom Preisniveau, würde ich sagen. Genau das können wir dann sagen, wenn wir mal beim Lidl auch noch waren. Und jetzt geht es dann erstmal wieder auf an den Strand. Und da treffen wir uns heute wieder mit Steffi und Birgit. Ach, und weil es mir gerade noch eingefallen ist, wenn ich den Kassenzettel richtig interpretiere, haben die hier 25% Mehrwertsteuer. Also insofern, ja, dank der Mehrwertsteuer war der Einkauf genauso teuer wie der jetzt in Deutschland. Mit gleicher Mehrwertsteuer wäre es ein bisschen weniger gewesen. Later that night. So, auf Empfehlung von Steffi und Birgit sind wir jetzt hier in den Perlen-Imbiss gefahren, wenn man von Rom runterfährt. Am ersten Kreisverkehr ist dann gleich wieder auf dem Festland. Und hier gibt es eine Polsenplatte, die wurde uns empfohlen. Das sind Pommes, ich glaube Käse ist drunter und Würstchen, typisch dänisch eben. Und Heike hat ein Fischfilet mit Pommes. Genau. Ja, sieht sehr gut aus, sieht lecker aus, bin gespannt. Ja, guten Appetit. Guten Appetit. Ja, wir mussten gleich noch einen kleinen Verdauungssprint einlegen, ein bisschen nach Mando, weil es inzwischen angefangen hat, etwas zu regnen. Ja, also man kann sagen, Dänemark, das Land der Pommes, Würstchen oder allgemein alles frittiert. Und ich glaube, in dem Imbiss wird alles frittiert. Schnitzel, Fischfilet, Hacksteak. Aber war trotzdem lecker. Und? Jetzt dir geschmeckt? Ich bin voll. Aber es war sehr lecker. Also ich hatte jetzt Fischfilet mit Pommes und ja, sehr lecker. Ja. Alles klar. Also, wenn ihr mal auf Röm seid und dann abends runterfahrt vom Strand, gleich der erste Kreisverkehr am Festland, also es dauert ein Stück, ein paar Kreuzungen kommen vorher. Der erste Kreisverkehr am Festland, wo es links in Richtung Ribe geht, geradeaus weiter nach Skarsbäck oder rechts. Egal, auf jeden Fall die erste Ausfahrt raus ist der Perlen-Imbiss oder Perlen heißt er halt. Genau, können wir empfehlen.
Guten Morgen aus Riebel. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ja, wir sind hier in Ribe, das ist Dänemarks älteste Stadt und die schauen wir uns jetzt heute mal zusammen mit euch an. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Unter dem Kapitelhaus in Ribe fanden Archäologen den ältesten christlichen Friedhof Dänemarks mit über 80 Gräbern aus dem 9. und 10. Jahrhundert. Damit reicht die Geschichte des dänischen Christentums weiter zurück als bisher gedacht. Die Ausstellung Die ersten Christen macht diese Funde erlebbar und auch die Ruinen des mittelalterlichen Kapitelhauses lassen erahnen, wie die Domherren hier einst lebten und wirkten. I can never be lonely if you put your hand in mine. I can never be lonely if you walk with me this time. I can never be lonely if you promise you won't leave. I'll never be alone. Oh.
for sure. Ja, hier ist heute auch Markt. Es scheint eine Mischung aus normalem Markt und Flohmarkt zu sein hier. Sehr interessant. And you walk right out that door. I never thought I'd be speaking words like these, but they're hanging on my lips. I can never be lonely if you put your hand in mine. I can never be lonely if you walk with me this time. I can never be lonely if you promise you won't leave. I'll never be lonely, lonely. You're patient and you're kind, no fault that I can find. Yet I stand here bound to run. How little did I know how quickly love can grow. Please meet me as I am. I can never be lonely. Es gibt auch einen Shop mit alten Kameras hier. I can never be lonely if you walk with me this time. I can never be lonely if you promise you won't leave. I'll never be lonely. If I could look into the years and see what's gonna come of this, I can never be lonely if you put your hand in mine. I can never be lonely if you walk with me this time. I can never be lonely if you promise. So, und jetzt probieren wir mal die Hotdogs, die uns Steffi und Birgit empfohlen haben. So, dann probieren wir mal unsere Hotdogs. Ja, gut. Ja, hat sehr gut geschmeckt. Kann man echt empfehlen. Haben jetzt 14 € für die 3 Hotdogs bezahlt, aber die waren echt gut. Nachdem wir jetzt im Lidl zunächst auch wieder keine Haarmilch gefunden haben, wie im Superbruxen auch, habe ich mal das Internet bemüht und es stellt sich heraus, hier steht die Haarmilch im Kühlregal, was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, aber gut. Haarmilch kann in Dänemark schwer zu finden sein, aber bei Lidl zum Beispiel findet ihr sie im Kühlregal dann. Ja. So, und jetzt gehen wir zurück zu Mando. Genau.
Schlimm, alle 5 Meter muss man hier stehen bleiben. Ich weiß doch nicht, was man alles fotografieren soll. Wenn euch unsere ersten Eindrücke von Dänemark gefallen haben, lasst uns doch bitte ein Like und einen Kommentar da und natürlich das Abo nicht vergessen. Hier seht ihr nun noch ein paar Eindrücke von Ribe und von dem kostenlosen Stellplatz, auf dem man 48 Stunden in der Stadt verbringen kann. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you. So, und hier in Ribe haben wir jetzt mal wieder 1-2 Nächte Parkplatzromantik. Aber dafür ist es kostenlos.